Willkommen. Bitte, erschrick nicht. Was du siehst, bin ich. Und das hier bist womöglich du. Wenn du schon auf der Suche nach der Geschichte von Dark Souls warst und dich durch Lore-Videos und Posts gewühlt hast. Welch erlesene Gesellschaft, nicht wahr? Dieser Kult, der seit 2011 in der verborgenen Historie der Welt der Dark Souls-Spiele buddelt. In den Tragödien und Dramen der Helden und Schurken, die im Hintergrund dieser Trilogie liegen und sich nur demjenigen bruchstückhaft zu erkennen geben, der mühsam danach sucht und forscht. Bis heute ist die Gemeinde der Dark Souls-Enthusiasten jedoch zu großen Teilen nicht über diesen Schritt hinausgegangen. Ja, man kennt die Legende vom Abgrundschreiter, dem noblen Ritter Artorias, der in den dunklen Schlund hinabstieg und gegen den wild gewordenen Teufel kämpfte. Und verlor. Seine treue Begleiterin, die Wölfin Sif, mit letzter Kraft rettete, bevor sein eigener Geist vom Dunkel befallen wurde und ihn zu einer Bedrohung für alle, zu einem schrecklichen Beispiel der korrumpierenden Macht des Abgrunds verformte. All of you, forgive me, for I have availed you nothing. Aber wie alle Kunstwerke erzählt Dark Souls nicht beliebige Geschichten, nur um zu schockieren und zu unterhalten. Es will etwas sagen. Einige Interpretationen, auf die meine Ausführungen bauen, beziehen sich auf die Mechaniken, das Spiel im Spiel Dark Souls. Aber weil die schiere Komplexität aller verborgenen Geschichten und Zusammenhänge so undurchsichtig erscheint, wurde nie der Versuch gewagt, das, wovon Dark Souls erzählt, in diese Analysen einzubauen. Artorias und seine graue Wölfin blieben bei Deutungen des Gameplays außen vor. Did you happen across Knight Artorias, the legendary Abyss Walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, genau diesen Versuch zu unternehmen. Nach jahrelanger Zeit des Spielens und Studierens der etlichen Geschichtenerzähler der Community kulminierte meine Erfahrung mit Dark Souls in mehreren überaus intensiven Monaten vollzeitlicher Lore-Recherche mit Post-it-Timelines und DIN A4 seitenweisen Notizen. Und am Ende, wenn es auch noch immer ungeklärte Abschnitte gibt und Fragezeichen auf Auflösung warten, so glaube ich doch eine kohärente Einheit von Spiel und Geschichte gefunden zu haben. Von Ludo und Narrative sozusagen. Ich werde im Folgenden Lore und Spielmechanik zusammenführen und meine Interpretation darlegen. Schon die grundlegendsten Annahmen bezüglich der Welt dieser Spiele sind so unterschiedlich, dass ich meine Theorien Schritt für Schritt möglichst fundamental nachvollziehbar erläutern werde. Ich baue sie aufeinander auf und füge meine Quellen zum Nachschlagen ein für diejenigen, die mit der Materie vertraut sind und meine Argumentationsstruktur genauer untersuchen möchten. Ich verzichte dabei auf die unzähligen intertextuellen Parallelen zu anderen Medien und Mythologien, es wird nämlich auch ohne sie schon sehr philosophisch. So kannst du hoffentlich auch folgen, wenn du noch nicht zu diesen grauen, schlotternden Gestalten gehörst und jetzt deine ersten Schritte in die tiefen Verliese der gemalten Welt wagst. I don't know. Maybe it's just the way we are. I'll stick you in my prayers. A fine dark soul to you. Feuer ist die Seele der Welt in Dark Souls. Es bestimmt die Gesetze der Natur, es treibt die Geschichte voran und bildet den Kern der gesamten Allegorie, die sich nach und nach entfaltet. Um diese Metapher zu verstehen, ist das Feuer der erste Schritt. Anhand der Flamme erklären sich zwei grundlegende Gesetze, nach denen die Welt funktioniert. Fire came to be, and with it disparity. Als die erste Flamme aufflackert, bringt sie Kontraste mit sich. Vorher war alles grau und endlos, alles unterschiedslos aus Stein. Erst mit dem Licht des Feuers entstehen Schatten. Auf seine Wärme folgt Kälte und alles, dem es Leben schenkt, wird sterben. Geburt und Tod, Helligkeit und Finsternis, Hitze und Frost, all das ist jetzt erst von Bedeutung. Darüber hinaus noch, mit dem Licht erst entsteht das Konzept von vergehender Zeit, mit dem Dunkel die Dimension von Raum.
ohne die Flamme sind all diese Unterschiede blass und enthalten keinen Sinn. Shadow is not cast, but born of fire. And the brighter the flame, the deeper the shadow. But even so, one day the flames will fade, and only dark will remain. Denn, so das zweite Gesetz, es liegt in der Natur der Flamme, wie in der eines jeden Feuers, zu erlöschen. Ganz gleich, wie mächtig sie prasselt, wie hoch sie lodert, eines Tages erlischt sie. Für die Herren des Feuers ein Albtraum, für ihre Feinde die Erlösung und für alle anderen eine schreckliche Ungewissheit. Wenn das Zeitalter des Feuers endet und die Flamme im letzten Funken verglüht, was bleibt? Die Antwort, die das erste Dark Souls bietet, ist das Dunkel. And even a legend such as thyself can do nothing to stop that. Um das Feuer zu verstehen, muss man das Dunkel begreifen. Sie sind zwei Seiten derselben Münze. Je heller die Flamme, desto dunkler die Schatten. Ist das Feuer die Seele der Welt, dann ist das Dunkel ihr Körper, ihr Fleisch, die Erde. Wo Licht Zeit ist, ist Dunkel Raum. Das Dunkel ist ein Gefäß, eine leere Hülle, die sich nach Füllung verzehrt und sehnt. Das Dunkel ist Verlangen und Begehren. Denn das ist, was geschah, als die erste Flamme erschien. Leere Körper kamen aus dem Dunkel hervor und traten in das Feuer. Und dort fanden sie Seelen, kleine Flammen, Bruchstücke der ersten großen. Die Seele eines Wesens ist sein Geist, seine Gedanken und Erinnerungen, seine Ideen und Identität. Wenn das Dunkel Verlangen ist das kleine Feuer in seinem Körper seine Seele, die Vernunft. Sie ist die Fähigkeit zu denken, zu streben, zu träumen. Sie ist Inspiration. Das Artikulieren deiner Vorstellungen, die Fähigkeit, deinen Gedanken, Ideen Ausdruck zu verleihen, sie zu verwirklichen, ist deiner Seele einen Stoß geben und zusehen, wie sie von dir ausgehend eigene Gestalt annimmt. In der realen Welt geschieht das durch Worte, durch Schrift, durch alle möglichen Formen von Sprache. In Dark Souls ist das die Lehre der Zauberei. Mit diesem Verständnis von Seelen, also dem kreativen Genie, und der Natur des Dunkel, also dem emotionalen Hunger, lässt sich das Wesen der Flamme erschließen. Sie definiert die Welt im buchstäblichen Sinn. Sie gibt Dingen, die es vorher schon gab, Bedeutung und einen Begriff, indem sie zueinander in Bezug setzt. Als solche sind diese Definitionen allerdings vergänglich, konstruiert, nicht von der Natur aus gegeben. Eine andere Flamme könnte ganz andere Unterschiede ausleuchten, die Welt ganz anders definieren. Die Grenzen, die vom Erscheinen des Feuers gezeichnet wurden, offenbaren sich als fließend. In Dark Souls gibt es keine klaren Unterscheidungen zwischen Riesen und anderen Riesen oder Göttern, zwischen Fürsten und Menschen, Männern und Frauen. Der gesamte Entwurf ist im Wandel. Das Feuer ist die Seele der Welt in dem Sinne, dass es die Identität der Welt bestimmt. Die Seelen, die die Körper in der ersten Flamme fanden, gaben ihnen große Macht und ein Leben so lang wie das der Flamme selbst. Allen voran dem Fürsten des Sonnenlichts, Gwyn. Die Wesen, die einen Teil der hellen Flamme als Seele in sich tragen, sind Götter, und sie waren es, die die Drachen der grauen Zeit von vor der Flamme herausforderten und besiegten, ein neues Zeitalter begründeten, das Zeitalter des Feuers. Doch ein kleiner Körper, eine kleine Hülle, fand in der Flamme eine kleine Seele. Statt sie für sich zu behalten, teilte es seine Seele auf und gab sie Splitter für Splitter weiter an andere leere Gefäße, so oft bis die Flämmchen dunkel, schwarz wurden. Ihre Besitzer sind die Träger der dunklen Seelen, die Namensgeber der Dark Souls-Reihe. Eine dunkle Seele, ein kleines Fragment dieser ursprünglichen, wird hier Menschlichkeit genannt. Die Träger der dunklen Seelen sind die Menschen. In ihrem Innern vereint, was Dunkel und Feuer auszeichnet. Die Vernunft, das Genie der hellen Flamme
und doch das Verlangen, die Körperlichkeit der Dunkelheit. So klein und schwach ihre Splitter der Flamme sind, ist ihnen die Sterblichkeit zu eigen. Ursprünglich eins, bevor sie sich aufteilten und vom Drang des Dunkel geprägt nach Inhalt zu suchen, sehnen sich alle Menschen nacheinander, verzehren sich nach dem Schein der Flamme, nach dem Genie, der Inspiration, der Idee. Menschen streben ruhelos nach Höherem, nach mehr. Das ist nicht nur, wie Dark Souls Menschen in seinen eigenen Erzählungen definiert. Es ist eine Parabel für das Menschsein außerhalb der Fiktion. Bevor im Anschluss die Mechanik des Spiels Dark Souls in diese Analogie integriert werden kann, muss jetzt, nachdem das erste Gesetz der Flamme eingetreten ist, Kontraste entstanden sind, sich eine Zivilisation gebildet hat, die Herren des Feuers, Gwyn und die Götter, an der Spitze und darunter die Menschen, die Träger der dunklen Seelen, das zweite Gesetz in Kraft treten. Das Feuer schwindet. Gwyn, der Fürst des Sonnenlichts, fürchtet das Ende seiner Ära, glaubt vielleicht sogar alle Kontraste und damit Leben, Zeit und Raum selbst im Dunkel verschwinden zu sehen. Also sorgt er dafür, dass das Feuer niemals wieder erlischt. Er bindet die dunklen Seelen an das Feuer. Er zieht einen feurigen Kreis um ihre Dunkelheit und fesselt sie an das Schicksal der Flamme, grenzt ihre Finsternis ein, sperrt sie weg. Die Kunst des Entfachens ist geboren. Die dunklen Flammen, die Seelen der Menschen, Menschlichkeit, wird zum Brennstoff für die erste Flamme. Sie werden in helles Feuer verdreht und verbrannt, wieder der ersten Flamme hinzugeführt, um sie zu füttern, um sie am Leben zu halten. Aus der Asche der Verbrannten werden kleine Leuchtfeuer in der ganzen Welt errichtet, aus ihrer Erinnerung. Brennt die Flamme, die Seele eines Wesens, herab und zerstreut den Körper, ihr Behältnis, bleibt in der Asche die Erinnerung an das Wesen, an seine Natur und Identität zurück. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. Dafür bestimmte Jungfrauen sind an diese aus Asche errichteten Feuer gebunden. Sie hüten das Feuer, bewahren es und dienen ihm. Zu jeder Zeit nagt die Dunkelheit an ihnen, doch sie halten sie in sich fest. Sie sind es, die den Reisenden und den Spielern Kraft aus den Seelen, die diese auf ihrem Weg gesammelt haben, gewähren. Wenn das Feuer Schaffen und Streben ist und das Dunkel das dem Begehren nachgeben, sind die Feuerhüterinnen die Musen, die den Strebenden wie eine Quelle der Inspiration zur Seite stehen. Sie halten dich davon ab, dich dem Dunkel hinzugeben, dich in dein Begehren zu ergehen. So sind auch sie Gefangene, versklavt vom Siegel, mit dem der Gott Gwyn die Menschen auf ewig ihrem unstillbaren Durst nach mehr, nach höherem, größerem, nach Sinn auslieferte. Treat the firekeeper not with discourtesy. She is much like thee, prisoners both, kept to link the fire. Doch was der Fürst des Sonnenlichts nicht beabsichtigte, war, was mit den Menschen geschah, als sie durch dieses Mal gebrandmarkt wurden. Sie starben nicht mehr. Das Licht, das Feuer, das er um ihre Dunkelheit gezogen hatte, sperrte ihre Sterblichkeit ein und verhinderte ihren Tod. Darin besteht der Fluch der Untoten. Denn wenn ein Untoter, gezeichnet von diesem Dunkelzeichen, stirbt, erschlagen oder verunglückt, verliert er einen Teil seiner Seele und kehrt zurück in das Leben, dazu bestimmt, seinem Streben nach Höherem unendlich nachgehen zu müssen. Und eines Tages wird nichts mehr von seiner Seele übrig bleiben. Er verliert sich selbst, seine Identität, seine Ideen, seine Erinnerungen, seine Gedanken und seinen Geist. Er verliert seinen Willen und bleibt zurück als das, was er war, bevor sein Körper seine Seele fand. Eine Hülle. Noch immer können diese leeren Gefäße, die wandelnden Leichen, nicht sterben, sondern sind fortan eine Gefahr für alle, denen sie begegnen. The sign you bear will drain your very souls. And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. For when the undead dies, it is never truly dead.
but only one step closer to hollowing. Wie eine Seuche griff der Fluch der Untoten um sich, verbreitete sich und riss ganze Gesellschaften mit sich ins Chaos, in den Wahnsinn. Denn allen Bemühungen Gwynns zum Trotz liegt es noch immer in der Natur der Flamme zu schwinden, und mit ihr schwand die Macht der Herren des Feuers. Die Ära der Götter und des Feuers zerbricht. In diese Welt trittst du, wenn du Dark Souls 1 herausforderst. Eine Welt, die es schon lange vor dir gab und die ihren Weg des Verfalls mit oder ohne dich beschreitet. Erbarmungslos gleichgültig und schrecklich nüchtern. Der Pfad, den du gehst, ist ein einziger Kampf. Das Leben in der Metapher von Dark Souls ist ein einziger Kampf. Doch Kämpfe in Dark Souls sind Rätsel. Mit einem einzigen Versuch, den Sieg über einen Gegner zu erringen, ist nahezu unmöglich. Erst mit wiederholtem Mal erkennt man die Muster, die Regeln, lernt, wann auszuweichen, wann zuzuschlagen ist. Kämpfe sind vielmehr Geduldsproben und Tests der Aufmerksamkeit als des Geschicks mit einer Waffe. Sie sind eine Frage des Willens. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Denn du selbst verkörperst als Spieler einen Untoten. Einen Menschen, der mit dem Dunkelzeichen gebrandmarkt wurde und unfähig ist zu sterben. Als wäre es für ihn wie für dich nur ein weiterer Bildschirmtod, wird er wiedergeboren. Mit jedem Tod verliert der Untote etwas von dem Willen zu leben, so wie du etwas von dem Willen verlierst zu spielen. Es ist ein ständiger Kampf darum, einen Sinn darin zu finden, weiterzumachen, sich einen Grund zu bewahren, nicht aufzugeben. Das ist nicht nur eine Parallele zwischen Spielfigur und Spieler, es ist eine Metapher von Spiel zu leben. Denn früher oder später wird die Seele eines Untoten erlöschen, so ist die Natur des Feuers, unweigerlich, unabänderlich. Genauso wird jeder einzelne Spieler eines Tages Dark Souls verlassen und nicht wieder zurückkehren. Der Spieler wird zur Hülle, gleich seiner Spielfigur, dem Untoten. Du kannst Dark Souls nicht besiegen, das Spiel zu beenden ist nicht das Ende, es ist kein Sieg. Und genauso gibt es keinen Punkt im Leben, an dem man aus seiner Existenz befreit wird, weil man gewonnen hat, weil man das Leben besiegt hat. Nach einem Abschnitt mag der Abspann rollen, aber auch die Credits sind nur das Intro der nächsten Etappe. Es gibt nur einen Tag, an dem es endet. Bis dahin muss sich jeder für sich seine Ziele suchen, die zu erfüllen Erfolg bedeutet. In Dark Souls ist es genauso ein Sieg, einen bestimmten Gegner zu überwinden, wie einen Teil der Geschichte zu entdecken, wie das Spiel zu beenden. Oder wie das Spiel auf eine ganz bestimmte Art zu beenden. Eine ganze Kultur hat sich in der Spielerschaft darüber gebildet, auf welche Weisen man das Spiel spielen kann. So weit, dass manche Stile als schlechter, minderer angesehen werden. Man wird erst im elitären Kreis der Kenner und Könner anerkannt, wenn man alleine, ohne Zauber und ohne Schild zuerst den originalen Serienteil und dann alle folgenden besiegt hat. In Dark Souls 3 findet sich innerhalb des Spiels eine Fraktion an eingeschworenen Kriegern, die genau ein solches Ritual zu ihrem Aufnahmeritus machen und jeden verstoßen, der mit einem Schild oder auf eine andere Art kämpft, als ihr Kodex es vorschreibt. Ausgerechnet ein Kult ideologischer Erben des legendären Lieblings der Spieler, dem Abgrundschreiter Artorias. Dieses Beispiel wird nicht das letzte Mal bleiben, dass Dark Souls in sich auf seine eigenen Spieler Bezug nimmt und sie zu einem Teil seiner Geschichte macht. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. Es gibt kein inhärentes Ziel, in der Welt von Dark Souls nicht und noch weniger in der realen. Noch nicht einmal eine Wahrheit gibt es, nein, selbst die Geschichte ist ein Kampf, ein Rätsel. Aus Umgebung, Textur und Beschreibung, aus Dialogen und den kryptischen Eröffnungssequenzen muss sich die Welt und Handlung mühselig erschlossen werden. Und trotz allem gibt es letztendlich keine Auflösung, nicht die eine Wahrheit, die sich beweisen und definitiv verteidigen lässt. Augen verbinden in Dark Souls die Welt eines Spielers mit der eines anderen. Augen offenbaren Visionen von etwas, das sein könnte. Vielleicht symbolisieren sie den Blick, den du in die Geschichte des Spiels wirfst. Eine Figur des dritten Dark Souls ist Personifikation dieser Augen und als solche auch Personifikation der Erzählung, der Erzählweise selbst. Sullivan stammt aus einer Welt in der Welt von Dark Souls, aus der er ausbricht und sich verselbstständigt, ganz wie es die Geschichten des Spiels in Form von enthusiastischen Spielern in der echten Welt tun. Und wiederum, wie es die Geschichtenerzähler dieser Welt innerhalb der fiktiven Welt tun, die verlorenen Seelen von der gemalten Welt erzählen.
Im Verlauf seiner mannigfaltigen und einflussreichen Intrigen im ganzen Land lockt Sullivan wieder und wieder Menschen in seine Dienste, indem er ihnen dunkle Augen offenbart. Den Rittern, die in seine schwarzen Ringe starren und zu kopflosen Dienern werden, der Jungfrau aus dem königlichen Haus, die der Tradition ihrer Familie entsagt, als ihr die Augen eine Welt ohne Feuer enthüllen, und diejenigen Spieler, die es wagen, in die Tiefen der Geheimnisse von Dark Souls zu blicken. Also weder Sieg noch Wahrheit lassen sich im ewigen Kampf, ewigen Rätsel von Dark Souls erringen. Die Welt geht zugrunde und der Spieler kann nichts daran ändern. Dies ist keine Heldenfantasie, in der ein Auserwählter auftritt und das Gute rettet. Jedoch gibt es scheinbar zunächst ein solches Versprechen. Dark Souls ist ein Videospiel, ein Rollenspiel. Die aus Erfahrungen gezüchtete Erwartungshaltung der meisten Spieler dürfte sie in Sicherheit wiegen, dass sie das Richtige tun und ein erlösendes Ende erreichen werden. Schließlich tötest du ein Monster und nicht eine mutierte Frau, die ihre vergiftete, schwangere, wehrlose Schwester und ihr Heimatland zu beschützen versucht. Schließlich schreitest du nur am Richter vorbei, um dein Abenteuer zu beginnen, wie es jeder tut, und nicht über den in Ketten gelegten Bruder des Königs, der im Aufopferungswahn seines Hauses entschlossen war, das Blut seiner eigenen Familie zu vergießen, um das Erbe des Feuers anzutreten. Nein, du bist auserwählt. Mit seinen letzten Atemzügen offenbart dir ein gefallener Ritter eine alte Prophezeiung. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Die Legende des erwählten Untoten. Es gibt eine Weissagung, dass jemand in das Land der Herren des Feuers ziehen und dort die sterbende Flamme wieder anfachen, wiederbeleben wird. Und tatsächlich, du magst am Ende deines Abenteuers denken, Dark Souls folge der bewährten Tradition der Heldenreise, wenn du genau das getan und die Prophezeiung erfüllt hast. Die Geschichte des Auserwählten, hunderttausende Male erzählt und gehört, der aufbrach, dem Ruf des Abenteuers folgte und schließlich zum Helden wurde. Aber gerade einmal über 15% aller Spieler erreichen das Ende. Der legendäre Schwierigkeitsgrad des Spiels hat wie viele andere zur seelenlosen Hülle werden lassen, bevor sie ihre Prophezeiung erfüllen konnten. Es ist nicht gewiss, dass du, der Spieler, der im Feuerbandschrein in Lordran ankommt, tatsächlich dieser Auserwählte bist. Die erste Figur, der du begegnest, ist längst resigniert, angeödet von den vielen, die vor dir dort ankamen und bei der gleichen Aufgabe versagt haben, so wie er selbst längst allen Mut fahren gelassen haben. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. Noch während du durch das Land ziehst, begegnest du weiteren tapferen Reisenden, die Lordran vielleicht Erlösung bringen könnten. Aber je weiter du selbst voranschreitest, desto mehr von ihnen scheitern und kommen von ihrem Pfad ab, verlieren ihr Ziel aus den Augen, vergessen sich selbst, bis schließlich nur du noch verbleibst. Und dann, am Ende, beginnst du vielleicht zu begreifen, dass du eine Marionette bist, benutzt von denen, die ihre eigene Macht nicht aufgeben wollen. Du bist einer Prophezeiung gefolgt, die erfunden und konstruiert wurde, einzig zu dem Zweck, irgendjemanden anzutreiben, herauszufordern, dazu die Drecksarbeit der Götter, der Herren des Feuers zu machen. Räum hinter ihnen auf, ihre Feinde beiseite und ihre Fehler fort, bis du dich am Ende willentlich für ihre Flamme verbrennst. Und es gibt viel für dich zu tun auf deinem Weg. Jede Ordnung ist zerstört und all ihre Bruchstücke türmen sich auf deinem Pfad auf, die vielen Gefahren und Hindernisse. Das, was dich zum Umkehren in die Irre an den Rand aller Kräfte und des Wahnsinns treiben mag. Die Sünden und Abwege, die dich daran hindern, nach deinem Traum zu greifen, nach deiner Vision zu streben. Der Abgrund, das Chaos, die alte, verfallende Welt. Das Dunkel strebt nacheinander, es ist das Verlangen und Begehren. Und dort, wo es sich sammelt, sich verdichtet, bildet sich ein Abgrund. Rohe Emotionen ersticken alles Licht, Instinkt und Trieb übermannen und verformen den Geist. Ungezügelt, wild, für immer ungesättigt, maßlos und gierig. In diesem Ungleichgewicht wahnsinnig geworden, mutieren Menschen zu primitiven, willenlosen Kreaturen. Verlierst du dich in dieser Rohheit, gibst du allen Verlangen widerstandslos, unkontrolliert nach. Wirst du keine neue Idee gebären, keine Theorie aufstellen, kein Ziel erreichen und niemals neuen Willen finden. Where fire resideth, shadows twist and shrivel, but in the abyss there are shadows none. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin.
Die Ketten, die Gwyn der Dunkelheit und der Welt angelegt hat, haben die Natur über lange Äonen festgehalten. Ihr Lauf kam zum Erliegen, zum Stillstand. Als das Wasser in den Tiefen zuerst eine heilige und friedliche Stille stagnierte, setzte sich dasjenige der Dunkelheit dort ab, was am schwersten wiegt. Laster, die tiefen Steine im Herzen, die ältesten Sorgen und dunkelsten Albträume. Denn in stehenden Wassern gedeiht Unreinheit. Menschen stecken in Faulheit und Völlerei fest. Stehst du zu lange still, dann hält dich fest, was du befürchtest. Hält dich dein eigener Schatten zurück und ab von dem, was du vollbringen könntest. A right and proper cleric, only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. Das Chaos, die Hybris, eine Feuersbrunst weit über den Glanz der Vernunft und der Ideen hinausgewachsen. In Arroganz und Hochmut, in dem Versuch, die Flamme, den Funken des Lebens, des Denkens an sich und aller Identität zu rekreieren, verlieren Menschen die Kontrolle. Ihr Schaffen wächst über sie hinaus, entwickelt ein Eigenleben und sie verbrennen sich an der Flamme, der sie nicht widerstehen konnten. Maßt du dir an, alles verstehen, alles durchschauen zu können, zu begreifen, wie du selbst und die Welt funktionieren und glaubst, das alles stünde deinem Willen zur Verfügung, selbst Erschaffer zu sein, wirst du dich an deinen eigenen Funden und Erfindungen verbrennen und tief fallen. Finally, I have found it. I have. My very own son. I am the son. I've done it. I have. Yes, I did it. I did. Oh. 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 Wenn ein Untoter seinen eigenen Weg finden will, den Strahlen seiner ganz eigenen Sonne folgt, muss er durch eine sterbende Welt gehen, bis an ihr Ende, um sie hinter sich zu lassen. Doch das Alte wehrt sich, alte Konstrukte, Bauten, Paläste und ihre Wächter und Erschaffer, die Theoretiker und Argumentationen, Theologen und Ideologien der alten Generation stellen sich ihm in den Weg. Das ist buchstäblich ihre Welt, die sie aufgebaut, durch ihre Visionen geprägt und geformt haben. Längst zu Ruinen geworden und überwuchert, stellen sie doch die Probe, in der sich alles Neue zunächst bewähren muss. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity, as befits you, seeker of fire. Mit welcher Entscheidung bleibt man zurück, dann am Ende der Reise, wenn man all diesen Fallen entronnen ist? Das Feuer entfachen oder sterben lassen? Was heißt das eine, was bedeutet das andere? Wenn die Flamme der Wille, die Identität, die Vernunft ist und ihr kleines Fragment, das jeder Einzelne als Seele in der Brust trägt, das ist, was die Fähigkeit gibt, einen Sinn, eine Motivation, einen Grund fürs Weitergehen, Weiterkämpfen zu finden, dann ist der Akt des Entfachens des Feuers der des Nicht-Aufgebens, der des Strebens nach Höherem. Das Feuer erlöschen zu lassen, ist dann dem Dunkel, dem Verlangen, der Stille nachgeben und einer größeren Idee, einer Vorstellung vom Schaffen abzuschwören. Aber das ist keine Wahl, die dir noch überlassen ist. Geboren und aufgezogen hinein in eine Welt bestimmt von den Göttern, dem Vater des Sonnenlichts, Gwyn, hat er die Menschen dazu verpflichtet, das Feuer weiter zu füttern. Die Flamme schleift sie hinter sich her, wund und ausgebrannt, und seien sie noch so erschöpft, noch so ermattet. Rast ist untersagt, dazu verdammt zu rasen, zu streben, zu greifen nach etwas. Wenn die Flammen des Ehrgeizes, des Willens sterben, werden sie eines Tages von etwas oder jemandem wieder neu angeheizt und eine neue Welt entsteht. Für das Individuum entsteht eine neue Welt, in dem seine Perspektive neu definiert wird, sich neue Werte und Ziele festigen. Dark Souls 2 findet statt, ganz gleich welche Entscheidung im ersten Teil getroffen wird. Ja, sogar im ersten Teil wiederholt sich der Zyklus sofort. Ist der Abspann abgelaufen, beginnt ein neuer Spieldurchlauf mit demselben Charakter wieder am Anfang. Die Credits sind nur das Intro der nächsten Etappe. Solange ein Spieler weiter und weiter spielt, solange er nicht zur Hülle wird und aufgibt,
bleibt das versprochene Zeitalter der Dunkelheit, das Zeitalter der Menschen, aus. Es ist ein künstlich aufrechterhaltener Zyklus, eine Schleife, die nicht dem natürlichen Lauf in eine Phase des Körperlichen, des Begehrens, des unbekümmerten Ruhens folgt. Solange der Mensch lebt, bleibt er gefangen in dem Zwang, nach etwas Höherem zu streben oder sich selbst zu verlieren. Like a moth flittering towards a flame. All dieser Fatalismus, all diese zum Scheitern verurteilte Sisyphos-Arbeit und endlose Auseinandersetzung mit den vielfältigen Formen des Sinnverlusts in einer ewiglich sterbenden Welt. Dark Souls erscheint trostlos, deprimierend und endlos trist. Und doch liegt in all diesem Verfall eine Schönheit, die Schönheit des Vergänglichen, die Anmut und Würde einer einstmaligen Pracht. Daran halten Menschen fest. Und es ist das Vertrauen in diese Wunder, die die Erzählungen, Geschichten und Sagen beflügeln. Sie können Wärme und Komfort spenden, Schutz gewähren, stärken, ermutigen und das Böse auf Abstand halten. Glauben und Geschichten sind greifbare Mächte in der Welt von Dark Souls. Menschen können buchstäblich Wunder wirken. So still es in den verfallenen Mauern auch ist und so übermächtig die Feinde auch wirken mögen, in Dark Souls ist niemals jemand wirklich allein. Selbst an den unwirtlichsten Orten wird man einem Reisenden begegnen, dessen Weg ihn ebenfalls bis in die tiefsten Höllen und an das Ende der Welt verschlagen hat. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? I hardly think so. So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Wenn das Feuer schwindet und mit ihm die Kontraste, geraten Chronologie und Geographie selbst in Unruhe. Welten driften aneinander vorbei und berühren sich für Augenblicke in der Flaute der Zeit. Du begegnest Helden aus fernen Ländern, die dich für einen Abschnitt ihrer Reise begleiten und dann wieder auseinandergehen, so wie du in der Realität Bekanntschaften schließt und ihr euch wieder auseinanderlebt. Überall finden sich die Spuren von anderen Reisenden und Spielern. Wo sie gefallen sind, lebt ihre Erinnerung als Warnung für andere. Wo sie Wunder vollbringen, ist der Glaube gestärkt. Wo sie Leuchtfeuer entfachen, erfahren andere Linderung. Ihre Worte, Ratschlag oder Ausdruck von Menschlichkeit überbrücken jegliche Distanz. In den bittersten Kämpfen stehen dir ihre Geister zur Seite, wenn du sie rufst. Es ist Menschlichkeit, die physische, kleine, schwarze Seele, die in Dark Souls Spieler in ihren Welten miteinander verbindet. To your valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine! Sogar weit über die eigenen Grenzen hinaus verbindet dieses Spiel. So viele Geheimnisse, so unauffindbar verborgen, werden ausgetauscht und weitergereicht, verbreitet und geteilt. Sei es Zugang zu versteckten Gegenden, getarnten Schätzen oder das Verständnis für die fragmentarische Geschichte selbst. Dark Souls fordert seine Spielerschaft heraus und dazu auf, sich zusammenzuraufen und einander beizustehen. Be safe, friend. Don't you dare go alone. Es liegt in der Natur des Trägers der dunklen Seele, in der Natur des Menschen, nach einem Sinn zu streben, allein oder gemeinsam. Und er gibt sich der Illusion hin, dort sei etwas, das er erreichen könnte. Es gebe ein Ende der Reise, eine Wahrheit, die es zu entdecken gilt. Und auch wenn das nur ein Traum ist es so falsch, es dennoch zu versuchen, allem zum Trotz daran zu glauben? Peace grants men the illusion of life. Shackled by falsehoods, they yearn for love, unaware of its grand illusion. Until the curse touches their flesh. We are bound by this yoke. As true as the dark that churns within men. All men trust fully the illusion of life. But is this so wrong? A construction of facade, and yet a world full of warmth and resplendence. Young Hollow, are you intent on shattering the yoke, spoiling this wonderful falsehood?
At the close of the age of fire, all lands meet at the end of the earth. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. A great tide of human enterprise, all for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Dark Souls 3 ist das Ende der Trilogie. Unzählige Male flackerte und verflüchtigte sich die Flamme. Die Welt neigte sich der Dunkelheit zu und alles Licht in ihr hauchte die letzte Luft aus. Und jedes Mal wurde sie zurückgeholt. Jedes Mal wieder entfacht und neu entzündet, durch das Opfer großer Seelen. Gwyn's Band sollte es verbieten, dass die Flamme vollends stirbt. Doch jetzt, wenn du Dark Souls 3 betrittst, ist wahrhaftig das Ende gekommen. Nach all diesen zyklischen Zeitaltern scheint das Feuer endgültig zu schwach, um noch einmal aufzublühen. Es ist niemand mehr da, der sich hingeben und aufopfern will. Also, in einem Akt der Eigenwilligkeit belebt die Flamme all jene wieder, die einmal versucht haben, sie zu entfachen und dabei gescheitert sind, zu Asche verbrannt wurden. Die Aschenen, die Unentfachten, die sich nach dem Feuer sehnen, das sie verbrannte, und ausziehen, um das Alter des Feuers zu verlängern. Wenn keine große Vision alles Denken revolutioniert, wird die Avantgarde eben aus der zweiten Reihe befüllt und verworfene Ideologen bekommen eine zweite Chance, die Welt durch ihre Vision zu definieren, ihre Flamme zu entzünden. Die Seelen alter Bekannter kehren zurück, die Länder, durch die sie streifen, wirken bekannt und vertraut. Das sind keine neuen Ideen, sie sind althergebrachte Überlieferungen und Neuinterpretationen alter Konzepte. Vielleicht unter neuem Namen, aber doch in konsequenter Tradition der großen Denker von einst. Auch du wirst als Asche, als Erinnerung an ein vorheriges Leben, an eine Identität wiederbelebt. An welche werden deine Entscheidungen auf deinem Weg enthüllen? Allen voran jene an seinem Ende. Auf welche Weise soll Dark Souls 3 enden? Knowest thou of our purpose? The fast-fading flame must be linked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. Du kannst noch einmal das Feuer anfachen und auch wenn es schwach und klein ist, so wird es sich doch durch deine Seele noch einmal aufbäumen. Aber du zögerst nur das Unvermeidliche hinaus. The eyes show a world without fire. A vast stretch of darkness. But 'tis different to what is seen when stripped of vision. In the far distance, I sense the presence of tiny flames, like precious embers, left to us by past lords. Du kannst das Feuer erlöschen lassen, wie schon im ersten Teil, aber eines Tages werden wieder kleine Flämmchen im Dunkel tanzen. Denn der Fluch bleibt bestehen, die dunkle Seele bleibt an das Feuer gebunden und solange das dunkle Mal einen Ring aus Feuer um die Finsternis zieht, bleibt sie gefangen. Du brichst so keinen Zyklus. Du magst dich weigern, ihn fortzusetzen, aber jemand anderes wird es tun. Honorable usurper, I prithee wrest the flame from its mantle, so that we hollows in most honest shape of man may have it for our own. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit. In einem Land, das es hier am Ende der Welt schon nicht mehr gibt, errichteten die Untoten eine Zivilisation, eine Gesellschaft der Höhlen, Londor. Das Eidschwert, ihr heiliges Symbol, durchsticht den Kreis. In einem tückischen Ritual steigst du zu ihrem Fürsten auf, zum Herrn der Höhlen. Bis du im ersten Ofen das Feuer in dich aufnimmst. Die Welt, die du erschaffst, ist wahrhaftig ein Zeitalter der Finsternis. Dunkelheit. Es ist das Gesetz der Flamme, dass Kontraste nur im Angesicht des Feuers bestehen, dass also Dunkelheit auf die Flamme folgt, dass überhaupt Finsternis existieren kann, wenn sie angeblich völlig erloschen ist Beweis, dass noch immer eine Flamme brennt. Die Antwort liegt in der Menschlichkeit, die dunkle Seele. Schwarzes Feuer, ein Feuer, das keinen Schatten wirft. Licht und Dunkelheit sind die Gegensätze, nicht Dunkel und Feuer, denn Feuer ist sowohl hell als auch dunkel. Wie könnte es anders sein, wenn doch das dunkle Feuer, die dunklen Seelen, selbst einst Fragment der ersten Flamme waren? Ein Zeitalter der Dunkelheit ist ein Alter des dunklen Feuers. Das Zeitalter der Menschen.
vereint das Verlangen des Dunklen und das Genie des hellen Feuers in einer Flamme, in einer Seele. Und endlich gelingt dir, woran Londor gescheitert ist. Die älteste der 3 Schwestern der Schwarzen Kirche wurde wie du zur Unentfachten, zu Asche, als die Flamme sie verbrannte. Aber sie versuchte nicht, das Feuer zu entfachen, sondern es zu usurpieren. Und deshalb wurde sie zur schwarzen Flamme. Du aber brichst hiermit den Zyklus, den der Aschefürst Gwyn der Welt und den Menschen auferlegt hat. So wie der Sonnenlichtfürst einst durch die Kunst des Entfachens Menschlichkeit verbrannte, schwarzes Feuer in helles verwandelte und wieder der Flamme zuführte, sie nährte, genauso verwandelt der Herr der Hüllen das helle Feuer in dunkles, in eine schwarze Flamme. Das lang verheißene Alter des Dunkels bricht an. Ashen One, hearest thou my voice still? Und dann, was folgt, nachdem die Natur ihren Lauf wieder aufgenommen hat und Gwyns Ketten gebrochen wurden? Sie folgt den 2 Gesetzen. Genau so lange, wie das Zeitalter des Feuers geherrscht hat, muss jetzt das Zeitalter der Dunkelheit bestehen. Denn sie sind 2 Seiten derselben Münze, und je gleißender und höher die Flamme, desto tiefer und länger die Schatten, bis alles Feuer ausgebrannt ist. Kein helles, kein dunkles mehr, kein Funken und keine neue Ära. Bis die Welt nur noch Asche ist, ein Meer der Erinnerung all dessen, was einmal war, grau und blass, ohne Kontraste, ohne Leben und Tod, ohne Licht und Dunkel und auch ohne Raum und Zeit. Du erreichst dieses Ende wie eine andere Welt, durch das Ei eines Vaganten, Wesen, die von Welt zu Welt reisen, wenn große Verluste erlitten wurden, auf dass die Seelen nicht verloren gehen, sondern jemand sie aufnimmt. Durch ein solches Ei, behütet im Schoß einer ewig schlafenden Tochter des Sonnenlichtfürsten Gwyn, wirst du transportiert. Denn an diesem Ende der Welt geht der letzte Rest aller Seelen verloren, und deshalb wird das Ei dich dorthin ziehen, zu deinem letzten Kampf. Dark Souls 3 lässt sich nicht wirklich zu diesem Ort gelangen, nicht Fuß vor Fuß dorthin gehen. Das Spiel endet hier nicht. Es ist nur ein Ausblick auf das, was kommt, aber solange du noch spielst, solange du noch strebst, ist die Wüste der Erinnerung noch fern. Du musst zurückkehren zu deinem Zyklus, zu deiner Ära. Aber schließlich, irgendwann, wenn du ein letztes Mal gekämpft und gewonnen hast und Stille herrscht im ewigen Dämmerlicht und der Wind die Asche aller Welten fortträgt, wenn Asche Erinnerung ist, sind diese Dünen das Meer der Nostalgie. Sie klammert sich an das, was sie einst war, an das Feuer und den Glanz der Flamme, wie die Unentfachten selbst. Aber sie ist unwiederbringlich verbrannt und so sehr sie sich nach neuer Glut sehnt, ist das Vergangenheit. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 70 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions, thou will understand one day. At that twilight, old thoughts return, in great waves of nostalgia. Dann beginnt es von vorne. Die Natur in Dark Souls ist Reinheit und Ewigkeit, Güte und das Gute. Sie nimmt Leid auf sich und verwindet es. Sie ist magisch und unerklärlich, aber unbestreitbar urtümlich. Ewig darin, dass sie sich ewig erneuert und ihrer selbst erinnert. Sie ist die Erinnerung der Welt und erwächst aus ihr wieder neu. Das Gerüst der Welt sind die steinernen Bäume, die Säulen, die die tiefsten Tiefen der Welt tragen. Ein Zeitalter der tiefen Wasser wird folgen und auf die Stämme des Weltenwaldes legt sich grau endlose Gleichheit. Ein Zeitalter aus Stein und Unendlichkeit. Die Welt kehrt zurück in einen Zustand von vor der Flamme und nur ferne Spuren verbleiben. Ist das der Tod in der Analogie von Dark Souls? Ausgebrannt von einem Leben ewig neuer Ziele und Ideen, das Ende in Form einer Rückkehr zur Existenzlosigkeit von davor? Und dann die Geburt deiner Kinder, Freunde und derer, die sich an dich und deine Seele erinnern, deren Welt du jetzt beeinflusst?
Oder ist all das nur der Zyklus einer einzigen Flamme, eines einzigen Sinns von vielleicht mehreren im Laufe deines ganzen Lebens, von dem irgendwann abgelassen werden muss, der so lange gefüttert und angefacht wurde, bis du ihn zurücklässt und die nächste Ära beginnt, in der andere Werte deine Welt neu definieren? Vielleicht ist es beides, vielleicht ist das Gleiche. Schließlich ist das Feuer nicht nur Ideologie und Gedanken, es ist Identität, es ist deine Seele und formt deine Welt. Lässt du es zurück und wartest darauf, ein Neues zu empfangen, das dich neu definiert, ist das womöglich ein kleiner Tod und eine kleine Wiedergeburt. Ah, merciful goddess, mother of the forlorn who have no place to call their own, please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. Es gibt ein Gemälde in Dark Souls, ein Bild im Bild, eine gemalte Welt. Von dieser Welt erzählen die Geschichtenerzähler den verlorenen Seelen und aus dieser Welt stammt der Hohepriester Sullivan. In ihrem Namen zieht der Sklavenritter Gale an das Ende der Zeit und natürlich ist die gemalte Welt Dark Souls in sich selbst. Auch das Gemälde unterliegt einem Zyklus. Wenn es zu verrotten beginnt, entzünden seine Bewohner ein Feuer, das all den stagnierenden Dreck fortbrennt. Das unterscheidet sie von denen außerhalb ihres Bildes. Zumindest bis die dritte Schwester der schwarzen Kirche von Londor in das Gemälde fand. Verbrannt von der Flamme bei dem Versuch, sie in sich zu fassen, das helle Feuer schwarz zu färben, war Elfriede verloren und ohne Platz in der Welt vor der Leinwand. Also beschloss sie, die Einwohner der gemalten Welt als ihre Aufgabe zu sehen, als ihren Sinn. Genau wie Gwyn in der Welt draußen das Erlöschen des Feuers unterband sie das Brennen des Feuers im Gemälde. Beide froren sie ihre Welt ein im Stadium des ewigen Dahinsiechens. Was geschieht, wenn dieser widernatürliche Halt den Lauf der Dinge behindert, zeigt Dark Souls wieder und wieder in all seinen längst über ihre Zeit hinaus sich am Dasein festklammernden Kriegern und Königen. Doch vor allem am deutlichsten zeigt es der untote Sklavenritter Gale. Als die Götter noch im ersten Zeitalter, als die Welt noch jung war, erkannten, dass die Menschen vom dunklen Mal gebrandmarkt nicht mehr starben, setzten sie als Krieger in den aussichtslosesten Kämpfen ein. Gale war ein solcher Soldat, der diesen endlosen Krieg fechten musste, weil die Herren des Feuers ihm ihre Fesseln auferlegten und auch wenn er längst seine Herren überlebt und seinen eigentlichen Antrieb verloren hat, kämpft er noch immer. Du findest ihn am Ende des Feuers, am Ende von Zeit und Raum, buchstäblich am Ende der Welt, entfremdet und ausgezehrt. Er ist du, wenn du immer weiter kämpfst, weiter suchst. I've seen your kind, time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Das Ende von Dark Souls lässt sich nicht dieses Aschemeer erreichen. Solange du spielst, hast du es nicht hinter dir gelassen, hast du nicht abgeschlossen. Hinter Farbe und Leinwand jedoch zeigst du einem kleinen, alten Mädchen die Feuer, die ihre Welt verzehren werden und reißt ihr das Blut der dunklen Seele als Pigment, als Farbstoff. In Blut ist die Seele, das Wesen enthalten und im Blut der dunklen Seele ist all das Begehren und all die Geisteskraft der Menschen verwahrt. Damit malt das Mädchen eine neue Welt. Eines Tages wird sie jemandem ein wohltuendes Zuhause sein. Wenn du deiner Vision, deinem Sinn so lang gefolgt bist, so oft weiter und weiter vorwärts, voran, voraus, nach vorne gelaufen bist, dann ist irgendwann die Zeit gekommen, loszulassen. All das ist eine Suche und das Feuer ist deine Inspiration. Das ist, wovon Dark Souls handelt, wovon buchstäblich übersetzt Menschlichkeit handelt. Und am Ende möchte es, dass du es gehen lässt. Ihn oder sie,
diesen Traum oder diese Leidenschaft, was auch immer deine Welt definiert hat. Dieser Funken hat dich angetrieben bis dorthin, aber dann wird es an der Zeit sein, auf all das zurückzublicken und loszulassen. Endlich loszulassen. Dein Kampf wird enden und eine neue Flamme wird entstehen. Eine neue, junge Seele wird geboren, die eines Tages eine Welt bestimmen wird.